Wir wollen das Thema weiter vertiefen. Aus Leipzig zugeschaltet ist der Musiker Sebastian Krumbiegel, bekannt als Frontmann der Prinzen. Herr Krumbiegel, es ist mir eine Freude, Sie zu begrüßen. Hey, danke gleichfalls. Hallo, liebe Leute. Sie sind ja gebürtiger Sachse, stammen selbst aus Leipzig. Wie empfinden Sie denn die morgige Landtagswahl, bei der die extremen Parteien ja sehr stark abschneiden dürften? Die AfD könnte um die 30% in Sachsen und Thüringen holen. Und die andere extreme Partei ist welche, wenn ich fragen darf? Meinen Sie das Bündnis Sarah Wagenknecht als Linksaußen oder was meinen Sie? Grundsätzlich in der Sozial- und Wirtschaftspolitik würde ich die als linke Partei bezeichnen, in der Migrationspolitik allerdings auch wieder eher rechts. Beim BSW ist es ja schwierig. Ja, ich habe da immer ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Gleichsetzen von links und rechts. Also ich glaube, die Gefahr ist definitiv auf der rechten Seite. Und wenn Sie mich nach meinen Gefühlen fragen, die ich habe vor dem morgigen Abend, ich habe keine Lust mehr, irgendwie wie das Kaninchen vor der Stange zu sitzen und irgendwie zu sein. Man muss, glaube ich, die bei uns in Sachsen und auch in Thüringen ja auf der richtigen Seite stehen, sage ich jetzt mal so. Und ich bin gerade gut Shitstorm erprobt, weil ich mich weit aus dem Fenster lehne und für demokratische Parteien werbe und gegen die sogenannte Alternative für Deutschland versuche mich gerade zu machen, weil die haben nichts Gutes vor. Und ich möchte auch jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Leute, wählt nicht diese Partei. Die wollen kulturelle Dinge abschaffen, die machen nichts mehr für Behinderte, die haben, Björn Höcke möchte Inklusion an Schulen abschaffen, der Schwulen-Community wird es schlechter gehen. Also ich kann euch nur bitten und dafür werben, demokratische Parteien zu wählen, morgen Abend, morgen tagsüber. Aber was haben denn dann die etablierten, die demokratischen Parteien Ihrer Meinung nach falsch gemacht, dass es überhaupt so weit kommen konnte? Denn ich meine, gut, wir haben die Wahlergebnisse noch nicht, aber eine Umfrage von 30%, die lässt nichts Gutes ahnen. Die lässt nichts Gutes ahnen und was die etablierten Parteien falsch gemacht haben, ich glaube, das lässt sich so schnell nicht sagen. Man muss wissen, dass sich die Welt verändert hat. Also wenn jemand Frau Baerbock oder Herrn Habeck oder auch Herrn Scholz vor 3 Jahren gesagt hätte, wenn ihr rankommt, müsst ihr erstmal einen Krieg managen. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Die Welt hat sich verändert und die Hoffnung, die wir alle hatten, als die Regierung ankam, dass sich jetzt sozial und auch was die Klimapolitik jede Menge verändert, die ist natürlich dadurch geschmälert worden, dass mit diesen Problemen, mit den weltweiten Problemen umgegangen werden muss. Und ich meine das gar nicht jetzt als Entschuldigung, zumal die Regierung auch eine ganze Menge geschafft hat, was leider nicht gut kommuniziert worden ist. Aber wir sollten aufhören, auf die Politik im Allgemeinen rumzuballern. Wir sollten aufhören, Politiker zu bashen. Die Ersten treten schon zurück, weil sie auf kommunaler Ebene keine Lust mehr haben, sich diesem ganzen Wahnsinn auszusetzen. Und wir sollten froh sein über die Leute, die mit demokratischen Ideen in die Politik gehen und dort versuchen zu retten, was zu retten ist. Wenn ich Ihre Frage beantwortet habe damit. Ja, Sie haben gerade eben ja auch die Bundespolitik, die Bundesregierung auch angesprochen. Glauben Sie denn, dass bei dieser Landtagswahl jetzt morgen mehr die Bundespolitik im Vordergrund steht oder sind es eher landesregionale Themen? Ich glaube, das ist eine sehr emotionale Wahl und ich denke, dass es vielen Leuten darum geht, ja, denen da oben mal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Und das hat, glaube ich, schon eine Menge mit Bundespolitik zu tun. Dass das ein Irrtum ist, und da will ich jetzt überhaupt nicht altklug daherkommen, aber dass das natürlich auch schwierig ist für den Einzelnen, für die Einzelne, das zu unterscheiden und dann ja eben zwischen Landespolitik und Bundespolitik, zwischen Kommunalpolitik und Bundespolitik zu unterscheiden. Hat man im Wahlkampf gemerkt, wenn viele Parteien werben eben einfach damit, ja, hier, wir wollen Frieden, wir wollen irgendwie Gerechtigkeit. Ja, das wollen wir doch alle, liebe Leute. Aber wie wir da hinkommen, das ist eben die Frage. Und ich bin sehr gespannt, was morgen Abend passiert und appelliere an die Zivilgesellschaft, dass sie sich wehrt gegen das, was da eventuell auf uns zurollen könnte. In 3 Wochen erscheint ja auch Ihre Soloplatte Aufstehen, Weitermachen. Inwiefern verbirgt sich hinter diesem Titel auch eine politische Botschaft? Ja, Musik ist allgemein das, was du erlebst und Musik spiegelt allgemein das wider. Und ich habe gerade dieses Album gemacht und
Da sind auch einige politische Songs drauf. Ich muss mal ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht zu sehr reingehe, weil am Ende bin ich Entertainer, am Ende bin ich angetreten, um Musik zu machen und ich mache für mein Leben gern Musik. Ich gehe darin, ich werde da glücklich mit dem, was ich da machen kann. Das ist das Privileg, habe die Musik zu machen. Aber ich habe ein Lied, das heißt zum Beispiel, der Führer hätte sich gefreut. Und da singe ich darüber, wie ich in Schleusingen letztes Jahr im November bei einem sogenannten SS-Helden-Gedenkmarsch eine Gegendemo gemacht habe. Und da habe ich sie gesehen, da habe ich diese Hardcore-Nazis gesehen, die um Tommy Frank durch die Nacht gelaufen sind mit Fackeln. Und das wollen wir nicht, Leute. Und wenn du das wirklich mit eigenen Augen siehst, dann schreibst du eben Lieder drüber oder hängst dich aus dem Fenster und sagst, Leute, seid vorsichtig mit dieser Partei. Weil ohne Scheiß, es ist wirklich nichts Gutes. Wenn ihr das Programm lest, andere Parteien sind gute Alternativen. Die Alternative für Deutschland ist keine Alternative. Sie ist eine Schande. Deutliche Worte vom Musiker Sebastian Krumbiegel. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.